Hallo, herzlich willkommen in diesem Video, wo ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen austauschen möchte. Wir gucken uns heute mal kurz ein bisschen Stable Diffusion XL an, welches ja jetzt offiziell released wurde in der Version 1.0. Ich habe ein bisschen rumgetestet bis jetzt, ein bisschen rumgespielt und ich finde, also wie soll ich sagen, mich überzeugt es noch nicht so ganz. Technisch ist bestimmt einiges besser geworden, aber was am Ende an Bildqualität rauskommt, da bin ich noch nicht überzeugt im Gegensatz zu den speziell trainierten 1.5er Models. Aber das können wir uns jetzt mal angucken. Hier ist schon der Aufbau, den werde ich euch gleich nochmal erklären. Gucken wir erstmal, was Stability AI zum Release von SDXL 1.0 geschrieben hat. Viel ist es nicht. Natürlich das beste Open Image Generation Modell. Das kann oder das stimmt im Falle von Stable Diffusion wahrscheinlich wirklich. Ob SDXL das Beste ist, werden wir sehen im Laufe der Zeit. Sie haben hier so eine Beliebtheitsskala veröffentlicht. Ich weiß nicht, wen Sie da gefragt haben oder so. Keine Ahnung. Natürlich sind die neuen Modelle ganz oben. Ja, also ich weiß nicht, wie diese Zahlen hier zustande kommen. Was mich aber überrascht hat, oder eigentlich kann man sagen nicht überrascht hat, ist, dass SD 1.5 noch über SD 2.1 ist. SD 2.1 konnte Bilder mit 768 x 768 im Gegensatz zu SD 1.5, welches nur 512 x 512 konnte. Dennoch war SD 1.5 wesentlich besser. Und ich schreibe das auch ein bisschen dem zu, dass im Wechsel zu SD 2.1 Dinge rausgeflogen sind, wie zum Beispiel Not Safe for Work Geschichten und gewisse Artist Styles, die wurden removed im 2.1er Model. Die sind noch im 1.5er, aber die wurden hier removed und ich kann schon spoilern, die befinden sich, glaube ich, so wie ich das sehen konnte, auch nicht mehr im SDXL. Also solche Begriffe wie Nude, falls ihr es machen möchtet oder so, ich glaube, das funktioniert nicht im SDXL, da müssen wir wieder auf Trained Models warten. Was ansonsten hier noch steht, hier werden Bilder gepostet auf deren Seite, die mit SDXL erzeugt wurden. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass es jetzt mit 1024 x 1024 Pixel großen Bildern funktioniert. Die Bilder an sich, ich habe das Gefühl, das sind schon ziemlich, es ist schon ziemlich picky hier an dieser Stelle. Also natürlich veröffentlichen die nur die Bilder, die am schönsten und am besten geworden sind. A woman in the background chasing a dog in the foreground. Ja, also das meine ich mit technischen Verbesserungen. Ne? Hier der Fokus Hund zu Frau, solche Geschichten wurden verbessert. Es sind auch anatomisch Verbesserungen dazu gekommen, die Hände und sowas nehme ich an, wie der Hund gerendert wird. Was mir aber allerdings auch aufgefallen ist, ist hier oben in diesem Bild der Kronleuchter zum Beispiel. Der ist nicht ganz korrekt geworden. Der sieht schief aus und ja. Ansonsten macht das Bild allgemein natürlich einen super tollen Eindruck, aber hier oben erkennt man, dass da auch noch was schief gelaufen ist. Sie sagen auch, dass es jetzt more intelligent with simpler language ist. Also angeblich soll man jetzt weniger Worte brauchen, um Dinge zu beschreiben und ein entsprechendes Bild rauszukriegen. Wie hier zum Beispiel als Beispiel sagen sie, man müsste nicht mehr Masterpiece angeben, um gute Bilder zu erhalten. Was das jetzt im Detail bedeutet, kann ich eigentlich noch gar nicht sagen. Und das werden wir wahrscheinlich auch erst im Laufe der Zeit rauskriegen. Ich habe es trotzdem noch benutzt, also nicht Masterpiece, aber bei meinen Tests meine Standardwörter oder Teile meiner Standardwörter. Und ich muss sagen, man kriegt doch noch bessere Ergebnisse raus, als wenn man es jetzt einfach weglässt. Aber da können wir gleich noch mal ein bisschen zu testen. Hier ist noch mal ein bisschen Technik. Das Model ist natürlich größer geworden, ganz klar. Also mit den Parametern und so, die Größen des neuralen Netzwerkes hinter diesem Model ist größer geworden alles. Und hier wird noch mal gesagt, dass sie eigentlich an Control-Netz arbeiten, um
gewisse Dinge in SDXL zu ermöglichen. Aber hier steht auch noch, these features are currently in Beta Preview. Stay tuned for updates und Feintuning. Also hier müssen wir noch warten. Hier sind so ein paar Beispiele, wo sie den Schuh in eine Landschaft noch mit reingerendert haben oder diese Atommeiler hier in Form von Wasserkochern dargestellt haben. Naja. Hier unten schreiben sie nochmal, es gibt verschiedene Varianten, das zu erhalten oder zu benutzen oder auszuprobieren. On Clip Drop kenne ich gar nicht. Release Stability GitHub Page, da werden wir gleich hingehen. API, sie bieten eine API dafür an, damit man entfernte Verarbeitungen daran anschließen kann. Interessanterweise gibt es auch eine Implementierung in der Amazon Cloud, AWS. Das dürfte wahrscheinlich für Firmen etc. interessant sein. Sie haben einen Discord-Server, da könnt ihr ja gerne drauf hüpfen, wenn ihr das möchtet. Und Dream Studio ist, glaube ich, die Online-Variante, mit denen man das im Browser ausprobieren kann. Ansonsten License Contact etc. Gut. Bevor ich euch den Download zeige, möchte ich noch mal eben kurz auf die Comfy UI GitHub Page gehen. Und zwar hier in dem Bereich Comfy UI Examples. Da ist mir nämlich was aufgefallen. Und zwar gibt es hier schon ein SDXL, eine Section als Beispiel. Wenn man hier allerdings draufklickt, hat man ein bisschen Text. Man hat Beispielbilder. Und leider ist hier noch gar kein Example hinterlegt. Also ich denke mal, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen warten, bis Comfy UI wirklich veröffentlicht, wie SDXL funktionieren soll. Ich habe hier reingeguckt, um nach Nodes zu schauen, die wir gleich benutzen werden. Das waren hier diese Clip Text Encode SDXL und SDXL Refiner. Ich habe sie allerdings hier auch noch nicht gefunden. Die sind unter Advanced. Da ist es leider noch nicht dokumentiert. Also auch hier müssen wir wahrscheinlich warten, bis Comfy UI danach zieht. Gut. Die Models selber, die Links packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Die Models selber kriegt ihr auf Hugging Face. Da haben wir einmal das Stable Diffusion XL Base 1.0. Wenn ihr hier auf der Seite seid, hier ist eigentlich nochmal so ein bisschen das beschrieben, was wir eben auch schon im Blog gesehen haben. Hier sind noch ein paar Codebeispiele, falls ihr da selber mit Python tätig werden wollt. Für uns jetzt wichtig ist, ihr geht hier oben auf Files and Versions und ladet euch einerseits das SDXL Base 1.0 Safe Tensors runter, das ist 6,94 GB groß. Und ihr ladet euch das SDXL Offset Example LoRa 1.0 Safe Tensors runter, das ist nochmal knapp 50 MB groß. Dann müsst ihr noch auf den zweiten Link gehen, den ich euch zeige, der führt dann nämlich zum Stable Diffusion XL Refiner Model. Ja, man braucht zwei Models für Stable Diffusion XL. Auch hier geht ihr auf Files and Versions und ladet euch hier unten das SDXL Refiner 1.0 Safe Tensors runter. Das ist auch nochmal 6 GB groß. Die Installation an sich. Ihr habt einmal hier dieses XL Refiner Model sowie dieses XL Base Model. Diese beiden Models kommen in den Comfy UI Windows Portable Installationsfolder unter Comfy UI Models Checkpoints. Hier packt ihr die rein. Hier seht, hier ist schon das XL Base und das XL Refiner Model drin. Was ihr ja zusätzlich noch laden müsst, ist das ist doof, ne? Mache ich so. Dieses Offset Example LoRa, das packt ihr nicht in den Checkpoints Folder rein, sondern das kommt in den Comfy UI Models Folder unter LoRa's. Ja, hier ist es jetzt. Habe ich alles schon im Vorfeld vorbereitet. Dann könnt ihr wie gehabt Comfy UI starten und die entsprechenden Checkpoints und das LoRa auswählen. Gut, habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Wir sind jetzt bei der Installation und ja, dann gehen wir mal in den Workflow, den ich vorbereitet habe und ich zeige euch hier mal ein bisschen was.
Im Prinzip habe ich hier ähnlich gearbeitet zu dem Setup aus dem vorherigen Video. Ich habe wieder diese Clip Text Encode Nodes genommen, also die findet ihr unter Conditioning, diese hier, und habe mit Rechtsklick gesagt Convert Text to Input, genau. Dann könnt ihr nämlich mit einer Primitive, die ihr mit dem Text hier verbindet. Komm, wir machen das mal ordentlich. So. Dann könnt ihr hier nämlich Prompts eingeben und die hier im Nachgang einfach klein machen. Das ist alles, was ich da getan habe. Allerdings habe ich bemerkt, dass das SDXL-Model nicht gut funktioniert, wenn man jetzt so macht, wie wir im letzten Video es gebaut haben, dass man die Prompts direkt hier reinschickt. Ich habe dieses Clip Text Encode Prompting nur für das Negative benutzt. Für das Positive habe ich die Node genommen, die ich eben schon erwähnt habe und die ich leider nicht in der Dokumentation finde. Die findet ihr unter Add Node, Advanced, Conditioning. Hier habt ihr einmal die Clip Text Encode SDXL Refiner und die Clip Text Encode SDXL. Die SDXL Node, das ist diese hier, ist für das Base Model. Und die Refiner Node ist für das Refiner Model. Was ich hier gemacht habe ist, wir nehmen mal die Base. Hier bin ich eigentlich nur hingegangen und habe gesagt, die beiden hier unten, Clip G und Clip L, die habe ich einfach nur umgewandelt in ein Input. So. Und konnte dann den Clip da reinziehen, der war ja vorher schon da. Aber dann konnte ich diese beiden Positive Prompts hier einfach reinpacken. Dann sind wir wieder ähnlich wie zu den Videos, wie wir es vorher hatten. Der Aufbau allgemein. Also wir haben 3 Text-Inputs für Positive Prompts. Das hatte ich auch schon mal erklärt in einem vorigen Video, dass ich das gerne so aufbaue, dass ich sage, hier oben in dem Prompt ist das Motiv drin, während hier unten mehr so stilistische Angaben zu finden sind. Die werden dann kombiniert, in dem Fall in das Text G und Text L. So habe ich das gemacht, das funktioniert auch. Load Checkpoint. Im ersten habe ich gesagt, hier bitte das Base-Modell laden, das wir eben runtergeladen haben. Und direkt im Anschluss, wie ihr das aufbaut, habe ich auch in meinem LoRa-Video erklärt, packt ihr das LoRa, was ihr eben auch runtergeladen habt, auch hier rein, in diese LoRa-Node. So. Hier kann ich schon mal sagen, man sollte die, glaube ich, nicht auf Stärke voll drehen, also auf 1. Ich habe sie jetzt auf 0,5 laufen. Dieses LoRa soll noch ein bisschen mehr die Bildqualität verbessern und Details hinzufügen, so wie ich das verstanden habe. Ich habe sie einfach in den Workflow eingebaut. Ja, dann kriegen wir hier in der Node, die ich gerade schon erklärt habe, unsere Positive Prompts zusammengefasst. In diesem Clip Text Encode unser Negative Prompt und das geht alles in einen Sampler rein. Ich habe den jetzt auf Euler und Normal gelassen zum Ausprobieren. Da kann man sicherlich auch noch rumspielen mit den Samplern, aber Euler und Normal schien mir jetzt gerade richtig zu sein. Natürlich ein Empty Latent Image erstellt mit 1024 x 1024 Pixeln. Das geht hier rein. Der Sampler rendert das Bild. Und hier ist noch ein VAE-Decode und ein Save Image, damit wir uns das mal angucken können, weil das ist ja nur ein Zwischenschritt. Und hier, das ist auch ein bisschen ähnlicher Aufbau wie in dem Video zu der Add Detailer LoRa. Hier sind 2 Sampler in Reihe geschaltet, mehr oder weniger. Was wir für den zweiten Sampler machen müssen, ist, wir brauchen natürlich einen anderen Checkpoint. Ne? Das ist das XL Refiner Model an der Stelle, das geladen werden muss. Den Negative Prompt mache ich wie beim oberen Sampler. Hier unten aus dem Text raus, in ein Clip Text Encode rein und von da aus in den Negative Eingang des Samplers selber. Und hier ist diese neue Node, die ihr unter Advanced findet, dieser Clip Text Encode SDXL Refiner. Ich habe mich noch nicht mit diesen Werten beschäftigen können und wie gesagt, leider gibt es dazu noch keine Dokumentation auf der Comfy UI Seite.
Ich denke mal, das wird sich im Laufe der Zeit noch klären. Auf jeden Fall funktioniert es so, dass man mal sehen kann, wie das SDXL-Model funktioniert. Unterschied zwischen diesen beiden Samplern ist einmal, hier haben wir als Latent Image den Output des ersten Samplers, der geht hier rein als Input für den zweiten Sampler und ihr müsst darauf achten, hier unten, dass das Denoise gering ist. Ich habe es auf 0.35 gestellt, da könnt ihr auch gerne mal ein bisschen rumprobieren, aber dieses Refiner-Model macht halt das, was es im Namen hat, ne? Es refined ein bisschen das Bild, was aus dem Base-Model rauskommt und deswegen nicht zu stark. Und die Ergebnisse, die jetzt rausgekommen sind, können wir uns gerne nochmal anschauen. Stability AI sagt ja, es würde besser mit Texten zurechtkommen. Also ich habe mal versucht, so mich hier so ein bisschen zu orientieren. Ich habe mir das Bild hier mal so vorgestellt und dachte, okay, das ist eine Frau im Wald nachts, es ist ja dunkel und die hält einen glühenden Ball in der Hand. Habe das rattern lassen. Das ist das, was beim Base Model rauskam. Das hat uns das Base Model mit der LoRa kredenzt. Und das ist das, was das Refiner Model erstellt hat daraus. Also wie gesagt, mich überzeugt es noch nicht so ganz. Ich bin sicher, man kann da sehr schöne Bilder rausholen schon. Ich bin aber noch nicht überzeugt davon, ob diese Variante besser ist im Gegensatz zu den 1.5 Models. Auch hier sieht man nämlich ein typisches Problem. Wir haben nämlich 6 Finger. Diese Hand hat 5, aber der Daumen ist eigentlich keiner. Hier haben wir 6 Finger insgesamt. Ja, überzeugt mich noch nicht komplett. Ich kann nochmal ein Rendering starten. Es dauert jetzt natürlich ein paar Sekündchen länger, weil wir jetzt eine Basisbildgröße von 1024 x 1024 haben. Wir sehen schon, der Sampler braucht einen Ticken länger zum Berechnen. Genauso wie der hat ja dasselbe Problem wie sein Bruder da oben. Aber das ist noch alles im Rahmen. Das kann man auch noch beliebig hochdrehen in der Rechenzeit. Also meine Process Chains, die ich da so benutze, brauchen manchmal schon so 2 Minuten zum Berechnen eines Bildes. Okay, wir gucken mal an. Das ist das Base Model Resultat. Ist definitiv nicht schön. Von der Idee her ja. Hier hinten sind, glaube ich, Aliens gelandet. So ein bisschen Akte X-Flair, ne? So wurde damals immer dargestellt, wenn Aliens im Wald landen. Das Refiner-Model hat definitiv refined. Aber ja, ich weiß nicht. Da muss man vielleicht doch noch ein bisschen mehr mit dem Prompting arbeiten. So, ich habe übrigens weiterhin unsere Textual Inversions aus dem letzten Video benutzt. Ich habe herausgefunden, dass es doch was bringt, wenn man in die Negatives diese Textual Inversions reinschreibt. Natürlich kann man auch selber welche verfassen, aber es funktioniert hiermit. Es gibt schon bessere Ergebnisse. Das Prompt-Tuning könnt ihr gerne selber ausprobieren. Das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, welche Ideen sprudeln einem gerade aus dem Gehirn. Hier haben wir noch ein gutes Beispiel, und zwar ist das diese Frau, die ihren Hund auf dem Strand jagt, und da können wir eigentlich mal direkt dieses Prompt aus der Seite von Stability AI nehmen und mal einfügen. Hier unten unsere stilistischen Positive Prompts lasse ich mal drin und wir gucken mal, was SDXL hiermit macht. So, wir lassen die Sampler nochmal rattern. Ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft mache, wenn es dann länger dauert. Ich denke, was ist das? Ich denke mal, dann werde ich irgendwie ein Fast Forward oder so machen, oder wir machen einfach Cuts, aber im Moment geht es ja noch, es ist ja noch erträglich. Gut, was haben wir denn hier jetzt gekriegt? Es ist, der Prompt war a woman in the background chasing a dog in the foreground. Das war ein Beispiel von der Stability AI Seite. Ich sehe, ja gut, die Frau könnte vielleicht hinter dem Hund sein. Das könnte sein, aber
Das Gesicht vom Hund gefällt mir ganz gut. Auch die Tiefenunschärfe, ne? Der Fokus auf dem Hund. Hier vorne ist es unscharf, da hinten ist es unscharf. Steht da die Frau? Ist das die Frau, die den Hund jagt? Das ist aber ein bisschen creepy. Die versteckt sich ja auch noch im Busch. Das ist jetzt nicht so das, was ich... Die hier haben Spaß. Hier ist... Oh, guck mal, die taucht aus dem Nebel aus. Base Refiner Model. Base Model und das ist das Refiner Model. Okay. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Wir werden diese Technik hier übrigens auch noch in einem anderen Video sehen, welches ich vorhabe zu machen. Und zwar in einer Model-to-Model-Variante. Da lassen sich Models sehr gut kombinieren. Okay. Was haben wir denn hier bekommen? Das ist das Base-Model. Das sieht schon ganz gut aus. Das gefällt mir eigentlich. Ja. Gefällt mir. Schön detailreich. Und das ist nochmal ausgearbeitet. Das sieht wirklich... Also der Hund sieht gut aus. Hier ein bisschen mit den Beinen durcheinander gekommen. Hier der Staub aufgewirbelt wird. Es hat ein bisschen was von Filmgrain. Das könnte aber auch Cinematic Photography verursachen bei uns im Prompt. Die Hände scheinen nach wie vor ein Problem zu sein. Aber was ich hier denke ist... Moment, bevor ich das erzähle. Ich lösche einmal eben alles raus, dass wir nur einen Positive Prompt haben. Und dann gucken wir mal. Also was ich sagen wollte, ich denke, dass wenn das Training jetzt losgeht mit den SDXL-Models und auf Civil AI die Dinger nach und nach verfügbar sein werden, ein paar Dinge kommen schon, die habe ich gesehen auf Civil AI, dann denke ich schon, dass man damit ziemlich gute Resultate erzielen kann. Okay, wir haben einmal ohne Negative Prompts, ohne zweite Positive Prompts. Das ist einfach nur der Begriff in die KI rein und gucken, was sie macht. Es sieht schon sehr, also das Base Model macht immer so einen sehr grainy Look, ne? Und das ist dann refined. Ja, ich denke, es ist technisch eine gute Basis. Mit diesem Setup habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, es mal auszuprobieren. So, bauen wir die wieder ein. Es auszuprobieren. Und vor allem die Werte, mit denen ihr spielen könnt, wären hier oben in der Detailer-Lora, also nicht die Detailer-Lora, die wir das letzte Mal hatten, sondern in der Example-Lora vom SDXL mit der Stärke ein bisschen rumzuprobieren. Und hier unten hier das Denoising des zweiten Samplers. Da kann man auch ein bisschen hochschrauben, runterschrauben, wie man es gerade braucht. Ihr könnt es jetzt nachbauen. Ihr könnt selber ein bisschen damit rumprobieren und wie gesagt, die nächsten Videos werden wir aber mit dem Stable Diffusion 1.5 Model weitermachen oder als Base Model. Ne? Wir gucken uns ja meistens speziell trainierte Models hier an und dann werde ich euch weiterhin auch noch so ein paar Tipps, Tricks und Kniffe zeigen, wie man super Bilder generiert. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut. Tschüss.